Liebe Zwillinge, wir schauen in euren Dezember. Was ist wichtig? Was darf ich dem Kollektiv der Zwillinge mitgeben? Hier kann eine sehr verstrickte Situation zu Ende gehen. Ein Mutterthema kann beendet werden. Ein Abschluss mit der Vergangenheit. Ein geraderer Weg entsteht. Es kann hier auch tatsächlich sein, dass ihr irgendwie Schwierigkeiten kriegt mit einer weiblichen Person. Das kann jetzt aus der Vergangenheit jemand sein oder aus eurem Umfeld. Und dass ihr da hinsteht und sagt, das möchte ich nicht mehr. Es geht jetzt mal um mich. Hier sind die glücklichen Wenden. Hier ist ein bisschen das Gefühl, dass das Unterbewusstsein im kleineren Bereich schon die Lösung weiß. Vielleicht ist auch irgendetwas zu oberflächlich. Und genau das ist das, wo ihr einen anderen Weg braucht. Es kann hier sehr stark um Beziehungen oder Verbindungen aus der Vergangenheit gehen, die hier so ein bisschen einen Ausläufer mitbringen. Hier kann auch ein Kreislauf beendet werden, den ihr schon längere Zeit fahrt. Und es geht sehr viel um Familienthemen, Frieden schaffen, Harmonie. Möglicherweise wirkt das Familienleben auch sehr stark auf euch ein. Das ist hier sehr schön. Ich habe in eurem eigenen Haus die Sonne drin. Hier kann sich sehr viel Gutes gestalten. Eine Situation, die euch auch belastet hat oder die lange auf eurem seelischen Gerüst gedrückt hat, wird hier beendet und es steht euch eine gute Energie zur Verfügung, ein kreatives Potenzial auch. Es geht sehr viel um das Umfeld, um den häuslichen Bereich. Es geht darum, auch mal eine gute Grenze zu setzen. Es geht hier auch darum, dass sich Leute von eurer Energie nähren, zum Beispiel von eurer guten Energie. Es kann jetzt hier auch ein altes Muster sein, das ihr durchtrennt, weil ihr einfach sagt, hier ist jetzt mal Schluss, ich brauche meine gute Energie für mich. Ich habe auch noch Träume und Wünsche. Möglicherweise macht ihr irgendwo hier auch einen Spagat. Es geht sehr um Emotionen im Bereich der Partnerschaften. Es kann ja auch ein emotionales Geschenk auf euch warten, eine emotionale Erfüllung, ein Schattenthema, das beendet wird. Aber für viele wahrscheinlich auch ist es so, dass das ausgleichende Ding zwischen Geben und Nehmen. Und abgrenzen, für sich selbst gut sorgen. Ich habe Freumomente, Erleichterung, leichteres Vorankommen. Und ihr habt den Aal dabei. Da ist es tatsächlich auch so, dass die Emotionen eine Rolle spielen, dass man sich auflädt mit Energie und dass Hindernisse leicht überwunden werden können. Das haben wir ja hier auch in der Mitte. Natürlich ist der Aal im Wasser und das Wasser steht für die Emotionen und auch für die Reinigung. Und ja, hier kann man sich so manchem Gift auch, hier ist ja der Giftstachel der Schlange in der Mitte, befreien.
Es geht darum, dass man das Feuer, das man selber in sich trägt, auch so einzusetzen, dass es einen selber nährt, dass man auf seine innere Führung vertraut und auch weiß, dass man richtig handelt, wenn es sein muss. Kann auch das Rauskommen einer emotional stagnierenden oder belastenden Situation sein. Für alle Singles, ihr habt hier die besten Möglichkeiten, einen guten Menschen kennenzulernen. Ihr habt das Thema Erleuchtung dabei, das wundert jetzt mich nicht, in eurem eigenen Haus liegt die Sonne drin. Und das Thema Reinheit, hier kriegt etwas, eine große Erkenntnis, ihr habt eine Lektion gut gelernt. Ihr vergrößert eure Visionen oder strebt wieder da so ein bisschen nach vorne, wo ihr euch emotional ausseht. Und mit dem Einhorn ist es praktisch so, dass alles wieder so auf Null gesetzt ist. Dass man die ganzen Glaubensmuster und alles, was man erlebt hat, die ganzen Verstrickungen auch in der Vergangenheit lässt und reinen Blickes und mit sehr viel Wissen nach vorne guckt. Ich meine, zum Thema Erleuchtung brauche ich nicht viel sagen. Das ist ein großes Ding. Hier ist sehr große Reife und Erkenntnis. Ihr dürft euer Sparschwein ein bisschen füttern. Es entsteht hier eine Kurskorrektur. Es kann sein, dass etwas kostet, weil wir haben hier die emotionale Erfüllung mehr, nicht so die Materie. Und vielleicht braucht ihr auch ein bisschen Rücklage für einen anderen Weg, den ihr einschlagt. Oder gibt nicht zu freizügig an andere weiter. So, was möchte euch eure Seele noch sagen? Die ätherischen Öle könnten euch beglücken oder gut auf euch wirken. Und unterm Deck haben wir noch, und das finde ich auch sehr passend, hier geht es ja auch um das Umsetzen seiner eigenen Träume und Wünsche. Und das ist so ein bisschen Bilanz ziehen, wenn jetzt hier das Ende einer Verstrickung ist oder Ende einer Schwierigkeit und ihr habt die Sonne in eurem Haus, dann kann man schon mal gucken, wo bin ich und was wollte ich, wo wollte ich leben, wie geht es mir damit, bin ich erfüllt oder hier ist die emotionale Erfüllung. Oder was möchte ich an sich noch umsetzen auf meiner Lebensreise, was ist mir wichtig. Ihr lieben Zwillinge, ich wünsche euch einen schönen Monat, ich drücke euch bis bald.